Die Aktie von ProSiebenSat.1 Media hatte in den letzten Jahren unterm Strich nur eine negative Performance. Zwischendurch waren jedoch gute Renditen möglich, wenn man zum richtigen Zeitpunkt Aktien gekauft und wieder verkauft hatte. Eine mögliche Übernahme weckt neue Kursfantasien und die Dividendenrendite ist auch nicht ohne. Doch zuerst der Risikohinweis. Ich mache hier keine Anlageberatung, sondern es geht hier nur um meine persönliche Meinung. Wenn du Geld in Aktien investierst, kannst du Geld gewinnen, aber auch verlieren. Es ist dein Geld und du allein trägst das Risiko. Für die Richtigkeit der hier genannten Zahlen kann ich keine Gewähr übernehmen. Erkundige dich selbst nochmal, bevor du die Aktie kaufst. Wie schon eingangs erwähnt, ist die Performance der letzten Jahre bei der ProSiebenSat.1 Media einfach nur schlecht. Mit einem Minus von knapp 60% auf 10 Jahressicht und einer negativen Performance von minus 70% auf 5 Jahressicht sind die langen Zeiträume einfach nur schlecht. Aber auch im Jahr 2022 lief es nicht besser und die Aktie hatte eine negative Performance von etwa minus 39%. Besonders gut lief es in den Jahren 2012 bis 2015. In dieser Zeit kannte die Aktie fast nur den Weg nach oben und das Papier vom Medienkonzern hatte um etwa 300% zugelegt. Leider blieb es nicht so und wir sehen seit 2015 nur noch den Weg nach unten. Derzeit hat die Aktie der ProSiebenSat.1 Media den Wert wie schon im Jahre 2003. Aus Performance-Sicht ist die Aktie daher keine Kaufempfehlung, aber das Unternehmen schüttet ja noch eine Dividende aus und wenn sie so gut ist wie bei RTL, könnte dies meine Meinung zur Aktie von ProSiebenSat.1 noch retten. Aber auch bei der Dividende sieht es nicht gut aus. Auch wenn man in der Vergangenheit eine Dividendenrendite von teilweise etwa 7,5% hatte, so sieht eine zuverlässige Dividendenzahlung anders aus. Gab es für das Geschäftsjahr 2017 noch 1,93 € je Aktie, so sank die Auszahlung im Folgejahr auf 1,19 € je Aktie und wurde danach aufgrund der Corona-Krise ganz gestrichen. Anschließend wurde die Dividende zwar wieder gezahlt, aber ist mit 80 Cent je Aktie immer noch deutlich unter den Zahlungen in den Vorjahren. In den kommenden Jahren rechnen die Analysten weiterhin mit geringeren Auszahlungen von etwa 60 bis 70 Cent je Aktie. Auch wenn die Angaben zur ProSiebenSat.1 bisher nicht besonders gut waren, so gibt es noch eine Chance, eine sehr gute Rendite mit dem Unternehmen zu erwirtschaften. Seit 1.11.2022 gibt es einen neuen Chef. Bert Habets hat das Steuer übernommen und könnte nun eine Verbesserung herbeiführen. Außerdem gibt es noch die Chance, bei der Übernahme ordentliche Kursgewinne zu erzielen. Die Italiener Media4Europe hatten schon in der Vergangenheit Interesse an ProSiebenSat.1 Media gezeigt, aber auch die RTL Group ist daran interessiert, eine Fusion mit ProSiebenSat.1 einzugehen. Diese Meldung und die Fantasien können für einen steigenden Aktienkurs sorgen. Da der Werbemarkt derzeit schwächelt, ist es für das Unternehmen wichtig, über andere Wege zusätzliches Einkommen zu generieren. Dies soll zum Beispiel durch den Streamingdienst Joyn erreicht werden, welcher komplett von ProSiebenSat.1 übernommen wurde. Wenn die Partnerbörse Parship an die Börse geht, könnte dies auch ProSiebenSat.1 entgegenkommen, da sie 50% an der Partnerbörse besitzen. Die Aktie von ProSiebenSat.1 Media kann mich nicht überzeugen. Weder die Performance der letzten Jahre noch die Dividendenzahlungen sind für mich ein Kaufgrund. Spekulative Anleger können jedoch Kursgewinne einfahren, wenn es zu einer Fusion kommt oder wenn der neue Firmenchef es schafft, die Sender auf die richtige Spur zu bringen. Für mich ist der Titel jedoch zu spekulativ, weshalb die Aktie von ProSiebenSat.1 Media nicht in mein Depot kommt. Deine Meinung würde mich sehr interessieren. Schreibe sie bitte in die Kommentare. Hier sind noch 2 Videovorschläge und eine davon beschäftigt sich mit der RTL-Aktie. Bis dahin.